Hallo und willkommen bei Arnatex. Im heutigen Video geht es um das Thema Datenrettung. Datenrettung kann Fluch und Segen sein. Das Letzte, was man möchte, wenn man sein altes Gerät verkauft, dass jemand seine Daten wiederherstellt und diese dann missbraucht für irgendwelche anderen Zwecke oder dass man halt einfach seine privaten Daten sieht. Das möchte man nicht. Segen deswegen, weil wenn man aus Versehen irgendwelche Daten löscht, hat man die Möglichkeit, diese wiederherzustellen. Jedem ist es schon mal passiert, dass man aus Versehen irgendwelche Daten von der Festplatte löscht, dass man eine SD-Karte formatiert, bevor man die wertvollen Fotos gesichert hat. Und was kann man dann tun? Das Wichtigste ist, die Daten können wiederhergestellt werden. Wichtig dafür ist es aber, dass man die Festplatte oder den USB-Stick oder SD-Karte nicht überschreibt, dass man damit nichts anderes mehr anstellt, bevor man mit der Datenrettung anfängt. Und wieso das möglich ist, möchte ich euch kurz zeigen. Ich bin hier auf der Excalibur-Seite, das ist einfach eine Seite, wo man Diagramme zeichnen kann. Und ich möchte euch zeigen, wieso Daten auf einer Festplatte genau funktionieren und warum es möglich ist, Daten wiederherzustellen. Bei so einer Festplatte muss man sich so vorstellen, also bitte nicht darauf achten, ich bin kein guter Zeichner, aber im Grunde hat man da eine Festplatte, dann hat man hier so eine Indexdatei mit den ganzen Dateinamen und dann hat man hier Sektoren, wo die Daten tatsächlich sind. So, haben wir da die Indexdatei. Und in dieser Indexdatei sind alle Dateien aufgelistet, die man auf der Festplatte oder auf dem Stick hat. Zum Beispiel img.jpg für ein Foto. Dann haben wir hier so, keine Ahnung, lebenslauf.docx. Dann vielleicht Anleitung.pdf oder meinetwegen auch Spiele.exe oder Archiv.zip. Und hier in dieser Indexdatei sind alle Dateien aufgelistet, die man auf der Festplatte gespeichert hat. Und jetzt muss man sich so vorstellen, jede Datei nimmt einen bestimmten Bereich an Sektoren auf eurer Festplatte ein und der Zeiger in dieser Indexdatei zeigt jeweils auf die Sektoren, wo sich diese Datei befindet. So. Das ist halt eine Gruppierung an Sektoren und darin muss man sich vorstellen, sind die Dateien in verschiedenen kleinen Sektoren gespeichert. Wunderschön, wie ich das zeichne. So, und was passiert jetzt, wenn wir diese Datei löschen? Die Datei wird nicht tatsächlich auf der Festplatte gelöscht, weil das würde viel zu viel Zeit beanspruchen. Es wird einfach diese Indexdatei gelöscht mit dem Zeiger auf das Bild. Und diese Sektoren werden jetzt als frei verfügbar markiert zur Überschreibung. Die sind jetzt nicht mehr schreibgeschützt auf der Festplatte, sie können überschrieben werden. Und diesen Umstand können wir uns zunutze machen, um Daten wiederherzustellen. Die Indexdatei ist für uns nicht zwingend erforderlich zur Wiederherstellung, aber die Dateien schon. Und die sind, wie man sieht, nach dem Formatieren oder Löschen immer noch auf der Festplatte verfügbar. Sollte man halt nichts weiter mit der Festplatte unternehmen oder dem Stick. Deswegen darf man auf keinen Fall, nachdem man auf einer SD-Karte etwas gelöscht hat oder Festplatte, dort Daten drauf schreiben, weil die würden dann halt diese frei zu überschreibenden Sektoren, wo sich eure Daten noch beinhalten, überschreiben und die werden dann nicht mehr wiederherstellbar. So, und wie schaut das in der Praxis aus? Das möchte ich euch heute natürlich auch zeigen. Und dazu werde ich die Software Power Data Recovery von Minitool herunterladen. Es ist eine Software, die kostenlos auch verwendet werden kann. Man kann damit 1 GB an Daten wiederherstellen, ohne Lizenz zahlen zu müssen.
Softwarelösungen wie diese gibt es sehr viele. Ich habe mit Power Data Recovery halt gute Erfahrungen gemacht. Ich benutze die Software schon seit einigen Jahren und um ehrlich zu sein, um halt transparent zu sein mit euch, hat mir die Firma eine kostenlose Version dieser Software zur Verfügung gestellt, also eine vollwertige Version. Das Video ist aber nicht von Minitool gesponsert. Ich habe lediglich nur die Software kostenlos zur Verfügung gestellt. Das wird aber nichts an meiner Meinung ändern oder an der Funktionalität der Software, die ich euch jetzt zeigen werde. Also bildet euch eure eigene Meinung. Wie gesagt, solche Softwarelösungen gibt es sehr viele. Minitool Power Data Recovery ist halt nur eine Software, die ich schon länger im Einsatz habe. Es passiert leider Gottes öfters, als man denkt, dass man irgendwelche Daten aus Versehen löscht. Und da kann man einfach auf die Schnelle und ohne viel Aufwand die Daten wiederherstellen. So, gehen wir mal auf die Seite von Minitool. Ich suche einfach hier in der Google-Suche nach der Seite. Genau, Minitool Data Recovery Software Free. Genau, da haben wir die kostenlose Version und ich möchte mal schauen, ob ich euch zeigen kann, was da der Unterschied zur Bezahlversion ist. Genau. Also in der kostenlosen Version kann man 1 GB an Daten wiederherstellen, man kann es unlimitiert installieren, man sieht eine Vorschau der Daten und Recover Data from Basic Dynamic Disk kann man dann auch in der kostenlosen Version machen. Wenn man mehr Daten wiederherstellen möchte, da muss man leider auf die Bezahlversion gehen. Da hat man aber auch den Vorteil, dass man sich Entschuldigung. Da hat man aber auch den Vorteil, dass man sich da einen bootfähigen USB-Stick basteln kann, falls man Daten auf der C-Partition gelöscht hat und das System nicht mehr gebootet werden kann, kann man sich auf einen anderen Rechner so einen bootfähigen USB-Stick erstellen und von dem Bootstick das System booten und dort halt die Daten von der Festplatte wiederherstellen. Es kann auch passieren, dass eure Festplatte physisch defekt geworden ist, aber immer noch ausgelesen werden kann zum Teil und da kann man versuchen, mit so einer Software die Daten zu wiederherstellen. Das ersetzt natürlich kein Backup, was ich im vorherigen Video gesagt habe. Ein Backup ist das A und O. Ihr solltet auf jeden Fall eine Sicherung von euren wichtigen Daten erstellen. Am besten gleich auf 2 oder 3 Standorten ablegen. Aber hat man das nicht gemacht, ist die nächstbeste Lösung so eine Datenwiederherstellung. Ja, genau. Gut, dann tun wir mal die Software herunterladen. Das geht auch recht zügig. Mal installieren. Gut, jetzt klicken wir auf Jetzt installieren. Genau, da wird man hier gewarnt, dass man die Software nicht installieren sollte auf einem Laufwerk, auf dem man die Daten wiederherstellen möchte. Das hat eben den Hintergrund, den ich vorhin erklärt habe. Wenn ihr Daten überschreibt auf einem Laufwerk, wo ihr etwas wiederherstellen möchtet, dann habt ihr einen Datenverlust. Deswegen installiert die Software niemals auf einem Laufwerk, den ihr wiederherstellen möchtet. So, klicken wir Ja. Bei mir ist das jetzt in Ordnung. Ich installiere das auf meine C-Partition. Da ist nichts, was ich im Moment wiederherstellen möchte. So, ja, danke, bitte. Die Software ist installiert. Starten. So, jetzt wird man mit einer Konsole präsentiert. Da kann man das Laufwerk wählen, bei dem man die Daten wiederherstellen möchte. Natürlich kommt man nicht aus mit ein bisschen Werbung, da muss man halt wegklicken in der kostenlosen Version. Von irgendwas müssen die Leute, die das programmieren, auch leben können. Also einfach wegdrücken, falls es euch nicht interessiert. So, jetzt habe ich meinen USB-Stick hier. Da habe ich meine sehr super wichtigen Daten drauf. Den stecke ich mal jetzt an. Hoffentlich. So. So, jetzt habe ich meinen USB-Stick angesteckt. Der wird hier auch prompt erkannt. So, jetzt gehe ich mal da drauf. So, wir werden jetzt mal durchspielen, die Wiederherstellung. Ich habe hier meinen USB-Stick, der wird jetzt auch von der Software erkannt. Da steht wichtig. Da gehe ich mal drauf. Ich habe hier meine super wichtigen Katzenfotos drauf und ein paar Dokumente, ein Bewerbungsschreiben, das ich aus dem Internet runtergeladen habe, so eine Vorlage, eine Textdatei und eine PDF-Datei.
Die werde ich jetzt löschen, indem ich den USB-Stick formatiere. So, wichtig zu wissen ist, dass wenn man hier die Schnellformatierung weghackelt, dass keine Wiederherstellung möglich ist. Hier versucht Windows die Daten unwiederherstellbar zu löschen. Das dauert halt auch entsprechend lange. Hat auch noch einen zweiten Vorteil, falls man die Daten nicht wiederherstellen möchte, dass auch die Festplatte auf Probleme geprüft wird. Hier wird jeder einzelne Sektor geprüft und am Ende bekommt man halt eine Warnung, wenn etwas mit der Festplatte nicht in Ordnung sein sollte oder wenn die Daten nicht gelöscht werden können, wenn Sektoren nicht gelesen werden können auf der Festplatte. Also wir wollen unsere Daten wiederherstellen und in der Regel tun die meisten auch hier die Schnellformatierung anhackeln, weil es halt einfach nur ein paar Sekunden dauert und dann ist fertig. So, das war's. So, wie man sieht, es ist nichts mehr auf dem USB-Stick drauf. Wir haben auch nichts im Papierkorb. Ich tue mal hier einen Refresh. Und jetzt wollen wir versuchen, die Daten wiederherzustellen mit Power Data Recovery. Ich klicke mal drauf, scannen. Und das dauert halt jetzt eine entsprechende Zeit, weil jeder Sektor einzeln geprüft wird. Je nachdem, wie groß eure Festplatte ist oder euer USB-Stick oder SD-Karte, kann das schon eine Zeit lang dauern, bis das fertig ist. Also hier habe ich einen 64 GB USB-Stick und bei mir wird jetzt gerade 1 Minute und 10 angezeigt, bis das Ding komplett durchgescannt ist. So, ich mache mal hier eine Pause bei der Aufnahme. Ihr wollt sicher nicht eine Stunde hier auf den Zeiger schauen. Und wir sehen uns dann gleich. So, das Scan ist gerade fertig geworden und schauen wir uns mal die Ausbeute, was wir da jetzt gefunden haben. Wir haben da die verlorenen Dateien und meistens sind die Daten hier unter RAW-Dateien, weil die Indexdatei fehlt und die Namen fehlen, werden die wiederhergestellten Dateien im RAW-Dateien-Folder aufgelistet und hier habe ich dann zum Beispiel Office. Das sind meine 2 Bewerbungen, die ich aus dem Internet heruntergeladen habe. Schauen wir uns das mal an. So, ich habe hier jetzt die Vorschau der Datei, die da drinnen ist. Kann auch gleich sehen, was das für eine Datei ist und ob sie mir wichtig ist, ob ich sie wiederherstellen möchte. Dann haben wir hier meine PDF-Datei, die auf dem USB-Stick war. Die kann ich mir auch per Vorschau anzeigen lassen, wenn ich möchte. Dann habe ich hier meine JPEG-Datei, JPEG-Camera-File. JPEG-Dateien werden automatisch erkannt nach Camera-File und Graphics-File. Camera-File, wenn in der EXIF-Datei entsprechende Metadaten vorhanden sind oder wenn die Bilddatei entsprechend groß ist. In den Abmessungen kommt es, glaube ich, in Camera-File und JPEG-Graphics-Files, wenn das halt einfach so Bildchen sind, die aus dem Internet runtergeladen sind. Aber hier kann ich sehen, da sind meine super wichtigen Katzenfotos, die ich verloren habe. Und vorhandene Dateien zeigt mir die Dateien auf, die auf der Festplatte drauf sind, die nicht gelöscht waren. Da sind ein paar System-Volume-Informationen drauf, ein paar versteckte Dateien, die sich auf jedem Datenträger befinden, die nicht gelöscht werden können. Hier kann ich auch nach Typ die Dateien sortieren, die gefunden wurden. Da kann ich sehen, es sind 3 Dokumente gefunden worden, 8 Bilddateien und 4 andere Dateien. Das sind halt diese Systeminformationsdateien von dem Stick. Und dann kann ich die Dateien ganz einfach wiederherstellen, speichern. Und jetzt auch wieder ganz wichtig, die Dateien nicht auf den Speicherstick speichern, von wo aus die wiederhergestellt worden sind. Weil das kann wiederum zu Datenverlust führen. Ich speichere das einfach bei mir auf dem Desktop. Hier wird auch wieder eine Warnung angezeigt, halt nicht dort speichern, von wo aus man wiederhergestellt hat. Genau. Das war's. Jetzt haben wir hier wieder so einen Hinweis. Freie Wiederherstellung verbleibend und ob man halt die vollwertige Version haben möchte. In unserem Fall hat es gereicht. Wir haben da jetzt die wiederhergestellten Dateien. Man sieht, die Namen der Dateien fehlen. Das ist eben deswegen, weil diese Indexdatei durch die Formatierung gelöscht worden ist, wie ich da eben in diesem Diagramm erklärt habe. Die Schnellformatierung tut einfach die Indexdatei leeren und den Platz zum Überschreiben freigeben auf dem Stick. Das hat halt den Vorteil, dass die Formatierung sehr schnell ist. Man braucht nicht lange warten und man kann die Dateien halt sofort überschreiben, die da drauf waren. Die Sektoren werden als frei markiert und können überschrieben werden. So.
Jetzt können wir uns mal die vollwertige Version anschauen. Wie gesagt, ich habe von Minitools eine vollwertige Lizenz bekommen. Ich werde meine Kopie jetzt mal aktivieren. So, ich gebe mal meinen Lizenzschlüssel ein und klicke auf Registrieren. So, jetzt habe ich die registrierte Version von dem Power Data Recovery. Nachdem wir die Daten jetzt wiederhergestellt haben, direkt aus der grafischen Oberfläche, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, eine Bootable ISO zu erstellen, um direkt von dieser ISO das System zu laden, falls euer Betriebssystem beschädigt ist, um dann die Datenwiederherstellung direkt von diesem USB-Stick bzw. dieser ISO zu starten. Die ISO kann man herunterladen, indem man hier auf den Button klickt. Ich habe meine ISO bereits heruntergeladen. Da ist sie. Und jetzt gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel mit Rufus einen Bootable USB-Stick zu erstellen und dann von diesem USB-Stick das System zu starten. Das werde ich jetzt mal machen. Ich habe hier natürlich meine VM. Ich brauche keinen USB-Stick. Das heißt, ich werde die VM so anpassen, dass sie direkt von diesem ISO lädt. So, ich schließe mal die Software und werde jetzt das Betriebssystem neu starten. Und hoffentlich schaffe ich es rechtzeitig F12 zu drücken, um von der ISO zu booten. So. Das System bootet jetzt. Wir werden mit dem Splash-Screen von Minitool begrüßt. Okay, irgendwas mit der Bildschirmauflösung. Ich drücke einfach mal OK. So, wir sehen jetzt die gleiche grafische Oberfläche wie vorhin direkt aus Windows und wir können hier auch direkt unsere Partitionen bzw. unsere Festplatten, USB-Sticks oder SD-Karten wählen zur Wiederherstellung. Die Buchstabenfolge ist ein bisschen anders bei den Laufwerken, beziehungsweise einige haben gar keinen Buchstaben. Unser USB-Stick ist zum Beispiel jetzt unter C. Unsere C-Festplatte ist einfach nur als NTFS markiert, ohne Buchstaben. Dann habe ich noch eine weitere NTFS-Partition, ein paar unbekannte Partitionen, beziehungsweise eine, und eine FAT32-Partition. Das sind alle Partitionen, die vorhanden sind auf meiner virtuellen Maschine. Und jetzt könnte ich dahergehen und zum Beispiel meinen USB-Stick wiederherstellen, falls ich das möchte. Ergibt aber wenig Sinn. Das Bootable Media verwenden wir für Systeme, die halt nicht mehr gebootet werden können. Das heißt, ich würde hier, wäre das ein Ernstfall, bei mir die C-Partition wählen zum Wiederherstellen. Da könnte ich jetzt dahergehen und meine C-Partition scannen. Das würde den Scan jetzt starten und ich würde dann nach einer gewissen Weile die Resultate präsentiert bekommen und ich könnte jetzt, wenn das dann fertig ist, die wiederhergestellten Dateien auf eine externe Festplatte, auf einen USB-Stick oder weiterführend halt irgendwohin wiederherstellen. Wichtig halt nicht dort wiederherstellen, von wo aus ihr die Sachen ausgelesen habt, weil dann könnte es zum Datenverlust führen. Genau. Das tut jetzt seine Arbeit verrichten. Wir werden jetzt nicht warten, bis das alles fertig ist. Ihr habt gesehen, wie ihr mit dieser Software Daten einfach wiederherstellen könnt, die ihr aus Versehen gelöscht habt. Wichtig ist, nur Daten wiederherstellen, für die ihr auch die Erlaubnis dazu habt, beziehungsweise nur Daten wiederherstellen, die euch gehören. Ja. Datenwiederherstellung ist wie gesagt ein zweischneidiges Schwert. Ihr müsst irrsinnig aufpassen, wenn ihr eure alten Notebooks, Laptops, Computer, Tablets und so weiter weiterverkauft, dass ihr entweder die Festplatte herausnimmt, bevor ihr es verkauft, oder die Daten unwiederbringlich löscht. Wie ihr die Daten sicher löscht, ohne die Angst zu haben, dass es jemand wiederherstellt und dann missbraucht, zeige ich euch im nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, bitte lasst einen Kommentar da, ein Like, über ein Abo würde ich mich irrsinnig freuen und bis zum nächsten Mal. Euer Ahmed für Arnatex.